Take a look inside, feel the spark. Legends rising from the dark. Dark on black, where the legends live on. High-end treasures in a world of icons. Dark on black, every detail, every line. Moments captured here in time. See you in the details. Ja, moin zusammen und willkommen hier in der Rancor-Höhle zu einem neuen Video. Das wird wieder ein Unboxing-Video werden, denn ich habe ein Paket bekommen von einer Vorbestellung, mit der habe ich eigentlich erst so in frühestens 1 bis 2 Monaten gerechnet. Da war ich dann umso erfreuter und erstaunter, als das dann, ja, abends eine Versandbestätigung gab und am nächsten Tag schon direkt das Paket vor der Tür stand. Ja, und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Ja, und das ist das neue Stück in der Sammlung aus dem Hause Iron Studios. Big Chap Alien aus dem Ridley Scott-Film von 1979 im Maßstab 1:10. Ich habe das Ganze schon mal aus dem Umkarton befreit, kam in einer generischen Box direkt von Iron Studios, also da verpasst man jetzt nicht wirklich was. Ja, warum eigentlich Big Chap? Das ist eine Geschichte, die sich ja, am Set ereignet hat. Denn das Alien wurde ja nicht durch eine Puppe umgesetzt, also die ausgewachsene Form, oder durch Animatronik, sondern da steckten tatsächlich ja, Menschen drin, die das Ganze porträtiert haben. Unter anderem ein 2,8 Meter großer schlanker Mann, Bolaji Badesho hieß der. Und ja, und die Crew hat halt die einzelnen ja, Entwicklungsstadien des Aliens unterscheiden müssen, wenn auf dem Set darüber gesprochen worden ist. Man hat ja den Facehugger, der John Hurt ins Gesicht springt, dann den Chestburster, der dann ja in dieser wirklich ikonischen Szene aus seinem Brustkorb rausbricht, und dann natürlich das ausgewachsene Alien. Und ja, und eben weil Badesho so ein großer, schlanker Kerl war, wurde er auf dem Set halt immer als Big Chap, also so viel wie ne, großer Kerl, oder man würde vielleicht auch salopp hier sagen, langer Lulatsch, wer das noch kennt. Und das hat sich dann halt so ja, in den Sprachgebrauch etabliert über die ganzen Jahre, dass ja, die Begrifflichkeit Big Chap wirklich jetzt sinngemäß benutzt wird, auch für diverse Hersteller, auch Neckar Toys und so weiter, wenn man halt ja, davon spricht, dass man das Alien aus dem ersten Film umgesetzt hat. Badeshu war jetzt allerdings auch nur einer von insgesamt 3 Crewleuten und Stuntmen, die in das Kostüm geschlüpft sind. Badeshu wurde halt genutzt in diesen Szenen, wo ja, das Alien, der Xenomorph, sich in aufrechter Position begeben hat, um dieses ja, langsame, bedrohliche, in voller Größe aufgerichtet rüberzubringen. Und für die anderen Szenen steckte Eddie Powell im Kostüm. Eddie Powell hat unter anderem die Szene gemacht, in der Dallas durch die Lüftungsschächte kriecht und dann ja, überrascht wird von dieser ausgebreiteten Armszene. Und ja, für die Szene wurde Eddie Powell dann halt in das Kostüm gesteckt. Und ja, last but not least, für diverse andere Szenen, wie zum Beispiel das Runterlassen von der Decke, also die eine Todesszene beispielsweise, wo das Alien über dem Kopf an den Ketten hängt und sich dann da ja, abseilt herunterlässt. Da steckte Roy Scammell im Outfit, und der hat solche Szenen gespielt. Auch ein sehr etablierter Stuntman, hat in Großbritannien auch sehr viel an James-Bond-Filmen unter anderem mitgearbeitet. Und ja, ich habe den tatsächlich mal getroffen auf einer Comic-Convention.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Es könnte so 2016, 2017 rum gewesen sein. Müsste ich nochmal nachgucken. Ja, habe mir da natürlich auch ein Autogramm geholt. Ich erinnere mich jetzt nicht ganz, ob es eine große Interaktion gab. Meistens ist es ja auf Conventions wirklich so, man sagt guten Tag, ne, tauscht vielleicht ein, zwei Sätze aus, bekommt eine Unterschrift und geht wieder. Ne? Das ist ja nicht so, dass man dann eine Konversation lange führen kann, weil es warten ja auch Leute, die dann entsprechend ihre Autogramme haben möchten. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, immer mal wieder ne, so ein Stück lebende Filmgeschichte mal getroffen zu haben. Und ja, das macht immer noch Spaß, auf den Conventions rumzutingeln. Aber gut, kommen wir jetzt erstmal zum Hauptakteur des heutigen Videos, denn es geht ja in erster Linie um diese schöne neue Statue aus dem Hause Iron Studios. Schön gemachte Box, wie immer, Artbox mit stilisierten Fotos der eigentlichen Statue. Und hier auf der Rückseite auch nochmal dann ja, das fertige Ergebnis. Und dann machen wir doch jetzt einfach mal das Ganze auf. So. Ja, widerspinstiges Styropor-Innenleben. Aber der gute Stülptrick funktioniert eigentlich immer. So. Ja. Da haben wir das Gerät. Iron Studios typisch. Immer sehr gut und sicher verpackt. Hat auch ein dezentes Gewicht für die 1:10er Größe. Dann schauen wir mal rein. Es riecht wieder nach frischem Polystone. Das ist ein ganz eigener Geruch. So, gucken. So. Mal, ob ich das gleich ein bisschen anwinkeln können, ohne zu riskieren, da was rauszufallen. Gut, erster Eindruck ist natürlich immer, ja, alles nochmal sehr, sehr schön einzeln verpackt. Transportsicher. Ich sehe hier schon die Base-Platte. Da fangen wir mal direkt mit an. Oh, die ist schön schwer und massiv. Ja. Oh, die sieht richtig gut aus. Die sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe ja gerade schon auf dem Bild gesehen, das wird eine sehr schöne, dynamische Pose, eine lauernde Pose. So wie es ja auch bei den Statuen mag, wenn die eine Geschichte erzählen, man der Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen kann, was da wohl gerade passiert. So, und hier haben wir die Base mit dem Alien Eye. Ich glaube, da kommt auch noch ein Facehugger drauf. Und auch hier dieses ja, Nest-Design, möchte ich es einfach mal nennen, komplett im Stil von Giga und von seinen Designs angelehnt. Ja, sehr schön umgesetzt. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch alles so haben. Ah ja, hier haben wir den Körper. Auch schon richtig schön gemacht. Ja,
Das wird richtig gut aussehen. Hier sieht man auch schon den transparenten Dome, wo der Schädel drunter zu sehen ist. Das wird ja im Ridley Scott-Film noch so umgesetzt und in dem Nachfolger von Cameron dann nicht mehr. Da hat man sich das ja gespart, einfach aus Kostengründen, weil es ja auch viel, viel mehr Aliens waren. Und deswegen wurde das Ganze da entsprechend, ja, ein bisschen kostengünstiger in Masse hergestellt. So, nächstes Teil. Ein Arm mit Klauen. Das ist ja fast schon ein Bausatz als eine Statue. Aber gut, lieber so, als wenn man eine große Statue hat und dann geht man ja auch das Risiko ein, dass da was beschädigt wird. Gerade hier, wenn man so sieht, diese filigranen Teile oder auch die Finger, Klauen, Krallen. Das ist ja dann schon was relativ leicht zerbrechen kann. Und dann habe ich es dann auch wirklich lieber so, dass man sich das dann selber zusammenbaut. Ach ja, hier wieder allseits bekannt. Ne? Denkt dran, wenn ihr Status habt, das ist nur dafür da, dass da keine Feuchtigkeit in die Box kommt. Das sollte man weder essen, noch rauchen, noch sonst irgendwas, auch wenn das so aussieht. Ja. Ah, das ist der Facehugger. Da ist der Facehugger, der dann ja, in das Ei reinkommen wird, daraus schlüpfen wird. Auch sehr schön gemacht, sehr schöner Paintjob auch. Leicht glänzend. Ich weiß nicht, ob man es hier schon so ganz sehen kann, ne, dass man da diesen etwas ja, schleimigen Effekt hat. Auch schön gemacht mit den Details innen drin. Ich breite das jetzt erstmal auf und dann stecken wir das gleich zusammen. So. Dann haben wir hier noch den Schweif, Schwanz, wie auch immer. So. So. Das ist leer, das ist leer, das ist leer. Dürfte jetzt nicht mehr so viel übrig bleiben. Ah, okay, was haben wir hier? Das ist ein Ach, okay, dann scheint das so zu sein. Ah, okay. Okay. Wir haben wechselbare Unterkiefer. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann wahrscheinlich einmal in geschlossener Version und dann einmal in der Variante mit dem zweiten Maul da drin. Jo, machen wir uns mal ein bisschen Platz und bauen das Ganze mal zusammen. So, schauen wir doch mal hier, wo der Punkt da ist. Ja, ist also bei allen Studios ist das wirklich mit den Passformen ist das wirklich immer, bis auf eine Ausnahme, die ich mal bei einer Statue hatte, immer sehr, sehr exakt gelöst. Also das ist jetzt hier direkt butterweich drin. Natürlich darf man da jetzt nicht, ne, das Ganze durch die Gegend werfen, aber das hat jetzt schon wirklich einen guten Sitz. So, dann gucken wir mal hier, der Kiefer, der wird ja auch magnetisch gehalten sein, denke ich mal. Zack, ja. Ja, das ist halt typisch diese teilweise Steckverbindung und teilweise einfach die magnetischen Verbindungen. So, dann haben wir hier den einen Arm. Da haben wir es auch. Der
sitzt auch. So, gucken, wie rum muss der denn? Nach oben vielleicht. Nee, andersrum. Ja. Perfekt, dann haben wir das auch. Ja, und zu guter Letzt der kleine Facehugger. So. Und da ist das gute Stück fertig. Tolle Pose. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Dieses ja, draufstürzende, bedrohliche 1A. Guck mal eben, sitzt alles, wie es sitzen soll. Ja, das passt. Der will noch nicht so ganz. Ja, da muss man ein kleines bisschen drücken. Aber dann haben wir es. Schöne Statue, definitiv. Ja, und gerade wenn man das jetzt noch mal vergleicht, ich habe ja das Video gemacht von den Palisades Aliens damals, was die Büsten angeht, aber das ist meine erste Statue oder sagen wir mal Mini-Statue. Der ist jetzt so circa 24 Zentimeter hoch. Das ist auch so ein großer Pluspunkt von Iron Studios, weil meiner Meinung nach haben die ja, es halt geschafft, dass man einerseits preislich noch auf einem attraktiven Niveau ist und vor allem auch, ja, was Größe und Platz angeht. Also ne, der Detailgrad, selbst in diesem kleinen Maßstab, der ist fantastisch. Und ja, ne, nicht jeder kann sich ja jetzt 1:6, 1:4 oder wie es, ich glaube, Prime One oder sowas gibt als Hersteller mit diesen großen 1:3 Statuen hantieren und sich das in die Wohnung stellen. Mal ganz abgesehen davon, dass die natürlich exorbitant teuer sind, aber den Platz muss man auch erstmal haben. Ja, und so hat man wirklich eine echt schöne Statue, die wirklich auch für sich selbst wirkt. Nee, klasse. Bin ich sehr glücklich mit, wie das Ganze ja, im fertigen Zustand ausschaut. Ja, und ich gebe euch jetzt natürlich nochmal die klassische 360-Grad-Ansicht. Ja, und damit sind wir schon am Ende von
dem kleinen Unboxing von dieser schönen 1:10 Statue von Iron Studios. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bleibt sammelwütig und ja, was bleibt zu sagen, außer wer spinnt, hat mehr vom Leben. Und habt eine gute Zeit und macht's gut.